Die deutschen Fälle. Heute der Akkusativ. Keine Panik, die deutschen Fälle sind einfach. Genau das möchte ich dir in meiner Videoreihe beweisen. Und im heutigen Video erkläre ich dir den Akkusativ bis ins Detail. Als erstes, was ist der Akkusativ? Wann verwendest du ihn? Und vor allem, warum hat der Akkusativ meistens absolut nichts mit dem direkten Objekt zu tun? Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache Art und Weise. Heute der Akkusativ. Was ist der Akkusativ eigentlich? Der Akkusativ wird häufig auch als direktes Objekt bezeichnet. Dabei gibt es sehr, sehr viele Nomen, die überhaupt nicht das direkte Objekt sind, aber trotzdem im Akkusativ benutzt werden. Damit ich dir das besser erklären kann, wechseln wir jetzt in mein E-Book. Was ist der Akkusativ? Grundsätzlich benutzen wir den Akkusativ nach bestimmten Verben und Präpositionen und auch für das direkte Objekt. Deshalb wird er oft auch als direktes Objekt bezeichnet. Das stimmt aber sehr häufig nicht. Aber du hast es vielleicht schon häufig gehört, dass der Akkusativ das direkte Objekt ist, stimmt aber nur teilweise, denn häufig bestimmt das Verb oder die Präposition, wann er genutzt wird. Mehr dazu später. Die Kontrollfragen für den Akkusativ lauten wen oder was. Als erstes schauen wir uns noch ein paar Beispiele an. Der Mann hat ein Pferd. Was hat der Mann? Ein Pferd. Hier ist ein Pferd Akkusativ, denn nach dem Verb haben kommt immer der Akkusativ und es ist auch das direkte Objekt hier. Denn der Mann ist das Subjekt, also das ist der Mann, über den wir sprechen und das ist auch der Grund, warum wir haben hier so konjugieren. Und ein Pferd, das Nomen wird für die Handlung bzw. hier für den Zustand, das Beschreiben des Zustands benutzt. Es geht eigentlich um den Mann, der ein Pferd hat. Der Junge schenkt einer Freundin die Blumen. Hier ist es eindeutiger. Was schenkt der Junge einer Freundin? Die Blumen. Die Blumen ist hier das direkte Objekt. Es wird für die Handlung benutzt. Der Junge ist das Subjekt, also der die Handlung ausführt. Und er benutzt die Blumen für die Handlung schenken. Also Blumen wird hier benutzt, um die Handlung schenken auszuführen. Es ist das direkte Objekt. Und natürlich musst du die Artikel im Akkusativ auch deklinieren. Alle Artikel müssen dem Fall angepasst werden. Im Akkusativ musst du aber nur die maskulinen Nomen anpassen. Dementsprechend sind hier auch feminin, neutral und plural weiterhin blau markiert. Du musst sie also nicht anpassen, bleibt wie im Nominativ. Nur maskuline Nomen, da wird der zu den und ein wird zu einen. Das erkläre ich dir noch genauer in den einzelnen Videos zu den unterschiedlichen Artikeln. Kommen wir nun dazu, wann genau wir den Akkusativ benutzen. Als erstes benutzen wir den Akkusativ natürlich als direktes Objekt. Das trifft aber eigentlich immer nur dann zu, wenn Sätze mehr als ein Objekt haben. Dann steht das direkte Objekt im Akkusativ, außer eine Präposition oder ein Verb zwingt dich zur Benutzung des Nominativs, Genitivs oder Dativ. Das direkte Objekt bekommt dann immer die Handlung des Verbs. Das bedeutet, es wird für die Handlung benutzt. Wie hier, er gibt der Frau die Blumen. Die Blumen werden für die Handlung benutzt. Sie tun selber nichts und bekommen auch nichts. Das bedeutet, die Blumen sind das direkte Objekt. Denn er tut etwas, nämlich die Blumen geben, und die Frau bekommt etwas. Indirektes Objekt. Und die Blumen machen selber nichts und bekommen auch nichts. Das ist dann das direkte Objekt. Auch er schenkt ihr ein Auto. Das Auto wird für die Handlung benutzt,
Es tut selber aber nichts und bekommt auch nichts, denn er handelt und sie bekommt etwas. Das Auto macht selber nichts und bekommt auch nichts. Ist das direkte Objekt. Du nutzt den Akkusativ auch als Akkusativergänzung. Bei Sätzen mit nur einem Objekt steht das Objekt normalerweise im Akkusativ, außer das Verb oder eine Präposition zwingen dich zur Benutzung des Nominativs, Genitivs oder Dativs. Wenn du dich an das Video vom Nominativ und den Prädikativ erinnerst, dort zwingt das Verb sein, werden und auch bleiben zur Benutzung als zweiten Nominativs hier, aber alle anderen Verben benutzen normalerweise den Akkusativ, außer eben das Verb zwingt dich zu einem dieser drei, wie hier: Ich habe ein Eis, er singt ein Liebeslied, er spielt den Ball. Akkusativ. Grundsätzlich musst du also nicht lernen, welches Verb mit dem Akkusativ funktioniert, denn normalerweise alle normalen Verben benutzen den Akkusativ als Subjekt plus ihr erstes Objekt. Das erste Objekt ist immer Akkusativ, außer das Verb zwingt dich zum Dativ, Genitiv oder selten dem Nominativ. Diese musst du also lernen, aber nicht die Verben, die mit dem Akkusativ funktionieren. Mehr noch dazu erkläre ich dir in der Lektion Verben mit Ergänzungen. Den Akkusativ nutzt du außerdem nach Präpositionen. Die Präpositionen um, durch, ohne, bis, für und gegen zwingen dich immer zum Akkusativ. Also sobald du eine dieser Präpositionen siehst, weißt du schon, völlig egal, ob es das Direktobjekt ist, völlig egal, was das Verb möchte, du musst den Akkusativ benutzen. Er fährt durch den Tunnel, die Blumen sind für meine Freundin, der Mann geht um das Haus. Es ist immer Akkusativ, weil die Präposition das so möchte. Alle anderen Regeln sind egal. Die Präposition sagt dir immer, welcher Fall das ist. Neben den Präpositionen, die ganz genau einen Fall beschreiben oder dich zu einem Fall zwingen, gibt es auch noch welche, die mal den Dativ, mal den Akkusativ benutzen oder auch mal den Genitiv. Dazu aber mehr in meinen Videos zu den Präpositionen und auch in meinem E-Book. So, jetzt weißt du, wann du den Akkusativ benutzen musst. Unter dem Video habe ich dir auch eine Liste verlinkt, wo du nachschauen kannst, welche Präpositionen immer den Akkusativ benutzen. Und falls du das Ganze noch ein bisschen üben möchtest und auch die Erklärung zu allen Fällen schön in einer PDF-Form zum Ausdrucken oder einfach auf dem Computer, Smartphone speichern haben willst, dann empfehle ich dir, schau dir mein E-Book an, Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv, kein Problem. Dort findest du all die Erklärungen hier aus dem Video als PDF-Format zusammen mit hunderten Übungen, dass du das alles trainieren kannst. Und ansonsten hoffe ich, du hast heute wieder viel gelernt, hattest Spaß und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Video zum Dativ.